Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute schauen wir uns das mittlerweile schon 5. Studioalbum von London Elektricity an, und zwar Yikes. Ob ich am Ende auch nur noch geschockt Yikes Ausrufe mache, erfahrt ihr jetzt. Ja, wir kommen nun zu einem Album, das zum Release die Gemüter in der Drum-and-Bass-Szene ordentlich spaltete. Während Tony Coleman auf den Vorgänger noch tief im Jazz und Soul grub, markiert dieses Werk aus dem Jahr 2011 einen radikalen Schwenk hin zu einem sehr songorientierten und fast schon melancholischen Pop-Entwurf auf 170 BPM. Das Album ist untrennbar mit der Stimme der Schwedin Elsa Esmeralda verbunden. Sie ist hier nicht nur die Gastsängerin, sondern fast schon sowas wie die Muse der Platte. Der Sound ist kühler, technischer, oft düsterer, als man es von Hospital Records gewohnt war. Tony verzichtet hier allerdings komplett auf die klassischen Jazz-Samples und setzt stattdessen auf weite Pianoakkorde, Clicks and Cuts und eine beklemmende Grundstimmung, die perfekt zu einem verregneten Tag passt. Mir aber genau aus dem Grund auch sehr gut gefällt. Wir kommen jetzt zur Track-by-Track-Analyse. Ein schwermütiger und auch melancholischer Auftakt erwartet uns bei Electricity Will Keep Me Warm. Statt klassischem Drum and Bass setzt Tony Coleman auf atmosphärische Breakbeats und dunkle Pianoakkorde, in die sich Elsa Esmeraldas Stimme perfekt anschmiegt. Wermutstropfen ist, der Track ist leider nur 3,5 Minuten lang, weshalb ich jedem auch den hervorragenden Spy-Remix empfehle. Für mich aber ein verdammt starker Opener, der sofort auch eine dichte Atmosphäre aufbaut. Ja, nicht nur die Elektrizität hält euch warm, sondern ganz besonders auch meine allseits beliebte Hörprobe Nummer 1. Regarding the work-love ratio, I found that instead of feeling torn, darling, there's no need to worry, 'cause electricity will keep me warm. Nach dem verhaltenen Auftakt ist Meteorites dann ein echtes Schwergewicht. Der Track nimmt sich Zeit und baut mit wabernden Texturen, schwebenden Synths und einer markanten Pianofigur eine enorme Spannung auf. Erst nach 1,5 Minuten übernimmt dann der erste richtige Drum-and-Bass-Beat des Albums das Kommando. Für mich eine handwerklich absolut brillante Nummer, die durch ihre Dynamik besticht, schlichtweg ein ganz starkes Stück Musik. Ja, ein Meteorit ist sicherlich sehr viel wert. Allerdings dann doch nicht ganz so viel wie unsere geliebte Hörprobe Nummer 2. Ja, Track Nummer 3, Had a Little Fight, fängt dann die Stimmung eines verregneten Tages perfekt ein. Die Vocals von Pat Fulgoni beschränken sich auf gezielte Einwürfe, die die schwermütige Grundstimmung unterstreichen. Musikalisch ist das Stück sehr stark Synthesizer-basiert, wobei besonders die prägenden Poly-Steps dem Ganzen eine kühle, fast schon unterkühlte Textur verleihen. Insgesamt ein sehr atmosphärisches Stück Musik. Ein treibendes Instrumental erwartet uns dann mit The Plan That Cannot Fail, das den eher düsteren roten Faden des Albums konsequent weiterspinnt. Das Zusammenspiel aus dichten Synthesizer-Flächen und den für Tony Coleman typischen Pianoläufen erzeugt eine latente Spannung. Der Track geht ordentlich nach vorne, ohne dabei aber seine melancholische Grundierung zu verlieren. Der Titeltrack Yikes, wäre dann Track Nummer 5, ist ein wahres Soundexperiment mit klickenden Texturen und hallgetränkten Pianoakkorden.
Vollkommen unerwartet schneidet ein Heavy-Metal-Gitarrenriff durch den Mix, begleitet von stark verfremdeten Vocal-Samples. Zusammen mit den tiefen Subbassen und präzisen Breakbeats ist das ein verdammt cooler Track, der die experimentelle Stimmung des gesamten Albums perfekt auf den Punkt bringt. Ja, bei Fault Lines bricht der Drum-and-Bass-Rhythmus dann komplett auf und bewegt sich eher im Bereich der melancholischen Elektronika. Der Track wirkt wie eine vertonte Depression, düster, zerbrechlich und gerade deshalb auch so reizvoll. Die Stimme von Elsa Esmeralda schwebt über dem kargen Soundgerüst und verleiht der Einsamkeit des Songs eine wunderschöne Form. You Gotta Be Crazy bricht dann radikal mit den Erwartungen und beginnt mit einer fast manischen, gepitchten Stimme. Untermalt von verspielten Videospiel-Arpeggios und wuchtigen Drums bleibt Tony Coleman auch hier seinem experimentellen Elektronika-Gewand treu. Für mich ist es ein relativ gewagtes Stück Sounddesign, das aber gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen genial und nervenaufreibend balanciert. Deutlich lebendiger wirkt dagegen Track Nummer 8, Round the World in a Day, was vor allem an den Drums von Pendulum-Schlagzeuger KJ Safka liegt. Der Track atmet eine organische Vielschichtigkeit und erinnert mit seinen Gitarrenelementen wohltuend an den warmen London Electricity Sound früherer Tage. Ist insgesamt ein schöner Kontrast zur kühlen Elektronik des restlichen Albums, der spürbar tief in Tonys musikalischer Vergangenheit verwurzelt ist. Denn bei dem Track, den hat er, glaube ich, schon als ganz junger Kerl mit einer damaligen Band, die er gehabt hat, ja, zusammen komponiert schon. Obwohl der klassische Drum-and-Bass-Beat hier fehlt, ist Love the Silence für mich persönlich einer der stärksten Momente und landet verdient in meinen Top 3 vom Album. Die Atmosphäre ist schlichtweg wundervoll und wird durch fein verwobene Gitarrenelemente meisterhaft veredelt. Ist auch ein Song, der beweist, dass Tony Coleman die leisen Töne und die namensgebende Stille genauso perfekt beherrscht wie seine lauten Breakbeats. Ja, wir lieben zwar die Ruhe, aber was natürlich noch viel besser ist, ist natürlich meine allseits beliebte Hörprobe Nummer 3. I'm afraid you won't understand. We're speaking a long forgotten language. And I keep silent. Can you see how the floor starts giving in? Ja, mit Flash Music kehrt Tony Coleman dann zu seinen Wurzeln zurück. Ist ein treibendes Drum-and-Bass Instrumental mit 175 BPM, fügt sich perfekt in das eher düstere Gesamtgefühl des Albums ein. Besonders markant ist hier die extrem tiefe Sub-Bassline, die dem Track ein massives Fundament verleiht. Für mich ist das ein solider Liquid Drum-and-Bass Roller, der im Club ebenso funktioniert wie auf Kopfhörern. Den Abschluss von Yikes bildet dann dieser atmosphärische Brocken namens Invisible Worlds, beginnt zunächst ruhig und fast beklemmend minimalistisch. Getragen von Elsa Esmeraldas Stimme bricht das Arrangement gegen Ende wuchtig auf und wird durch kraftvolle Brass-Sounds veredelt. Ein absolut würdiges und emotionales Finale für dieses experimentelle Album, das den Hörer mit einer gewaltigen Energie aus den unsichtbaren Welten entlässt. Ja, abschließend lässt sich sagen, der eher düstere, melancholische Vibe dieses Albums trifft bei mir persönlich voll ins Schwarze. Besonders wenn Elsa Esmeralda am Mikrofon steht. Dass sie fast jeden Track veredelt, gibt dem Werk einen ganz tollen Zusammenhalt. Auch wenn sich der Sound gewandelt hat, das heißt weg vom klassischen Sample Drum and Bass hin zu einem sauberen, Synthesizer-getriebenen und poppigeren Stil, bleibt das Ergebnis für mich aber trotzdem sehr ansprechend. Dass Liam Carroll diesmal fehlt, wird durch die ebenso großartige Elsa Esmeralda bestens aufgefangen. Auch wenn dieser eher songorientierte Ansatz sicher einige Puristen wahrscheinlich vergrault hat, ist es aus meiner Sicht ein absolut gelungenes und atmosphärisches Liquid-Album. Alles in allem höre ich persönlich Yikes bei 7,8 Punkten. Und damit rangiert das auch leicht hinter dem Magnus Opus von London Electricity Billion Dollar Gravy, aber noch vor Syncopated City ein. Aber wie die Wertung genau zustande kommt und ich die Tracks im Einzelnen bewerte, habe ich euch mal wieder ausführlich aufgelistet unten in der Videobeschreibung. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf Yikes. Wie hört ihr das Album?
Schreibt's mal unten in die Kommentare, bin sehr interessiert dran, wie ihr das Album empfindet. Ansonsten war's das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Euso Music. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.